In diesem Video zeige ich, was passiert, wenn man eine Powerbank und eine Musikbox zum Handy kombiniert. Das neue Oukitel WP33 Pro hat sowohl einen Lautsprecher verbaut, der bis zu 136 Dezibel hinkriegen soll, als auch einen Akku mit 22.000 mAh. Das ist etwa 5-mal so viel wie bei typischen Handys. Wie sich das Smartphone mit diesen und noch einigen weiteren Features schlägt, wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Das Handy wurde mir dafür von Oukitel zur Verfügung gestellt und ich habe, auch wenn das normal nicht ganz mein Inhalt ist, zugesagt, weil es echt interessant ist. Daher an dieser Stelle ein Danke an Oukitel. Zunächst wollen wir das Handy gemeinsam auspacken. In der Verpackung finden wir zuerst direkt das Handy, welches einen sehr robusten ersten Eindruck macht. Unter einer Kurzanleitung finden sich ein 33 Watt Ladegerät mit USB-C-Ausgang sowie ein passendes USB-C auf USB-C Kabel zum Anschließen des Handys. Was ich hier sehr cool finde, ist die Kurzbeschreibung, die auf der Schutzfolie gedruckt ist. Wenn man diese abzieht, dann findet sich darunter direkt noch eine Schutzfolie, die man auf dem Handy lassen kann. Auf der rechten Seite besitzt das Gerät wie gewohnt Lauter- und Leiser-Tasten sowie einen An- und Ausschalter, welcher mit einem Fingerabdrucksensor bestückt ist. Auf der linken Seite finden sich ein SIM-Fach und eine frei programmierbare Aktionstaste. Der USB-C-Port auf der Unterseite befindet sich unter einer isolierten Abdeckung. Auf der Rückseite des Handys finden sich der Lautsprecher, 3 Kameras sowie ein Blitzlicht und Infrarot-LEDs. Außerdem kann man hier das Lederband sehr gut sehen, welches einfach abmontiert werden kann. Bevor ich nun weiter ins Detail gehe, will ich kurz und knapp auf die wichtigsten technischen Daten eingehen. Das Handy kommt zusammen mit Android 13 und hat einen riesigen Akku mit 22.000 mAh. Der Lautsprecher auf der Rückseite ist mit 136 Dezibel angegeben und soll damit lauter als eine Sirene sein. Das werde ich auf jeden Fall noch testen. Das Gerät unterstützt 5G und hat Dual-SIM sowie Support für eSIM. Die 8 Prozessorkerne bestehen aus 2x2,2 GHz und 6x2,0 GHz. Leider wird keine SD-Karte unterstützt, dafür sind aber 256 GB interner Speicher vorhanden. Eine kurze Info an der Stelle: In dem Bild vom Hersteller hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Aufteilung des Arbeitsspeichers ist eigentlich 8 GB Arbeitsspeicher und weitere 16 GB des Geräts, die zur Simulation von weiterem Arbeitsspeicher genutzt werden können. Neben den 8 GB Arbeitsspeicher verbirgt sich im Smartphone zusätzlich noch NFC und eine Nachtsichtkamera, die ich persönlich sehr interessant finde. Zunächst wollen wir uns die Kameras des Geräts etwas genauer anschauen. Insgesamt sind 4 Kameras verbaut. Eine 32 Megapixel Innenkamera, eine 64 Megapixel Hauptkamera, eine 2 Megapixel Makrokamera und eine Nachtsichtkamera mit 20 Megapixel. Zuerst schauen wir uns die Innenkamera an. Die 32 Megapixel Kamera liefert hier wie zu sehen eine annehmbare Qualität. Leider fehlt mir hier aber die Möglichkeit, manuell zu fokussieren. Die 64 Megapixel Hauptkamera liefert ebenfalls eine annehmbare Qualität. Im Vergleich zu anderen aktuellen Smartphones fällt diese jedoch deutlich schlechter aus. Man kann in der Hauptkamera fokussieren und auch die Videoqualität ist annehmbar. Auch die Makrokamera liefert bei guten Lichtverhältnissen akzeptable Ergebnisse. Hier fehlt mir allerdings auch wieder die Möglichkeit zum manuellen Fokus. Bei etwas schlechteren Lichtverhältnissen ist bei Makroaufnahmen leider sehr schnell ein Rauschen zu sehen. Zuletzt gibt es noch die 20 Megapixel Nachtsichtkamera, die ich persönlich am coolsten fand, weil man die eher selten in Handys findet. Durch die Infrarot-LEDs neben der Kamera leuchtet das Smartphone die nähere Umgebung aus, sodass man diese dann in Schwarz-Weiß mit der Kamera sehen kann. Als Besonderheit hat das Oukitel WP33 Pro auf der Rückseite einen 5 Watt Lautsprecher verbaut, der laut Herstellerangaben bis zu 136 Dezibel schaffen soll. Bei meinen Tests bin ich hier nur auf einen Durchschnitt von ca. 100 Dezibel beim Abspielen von Musik gekommen. Das heißt aber nicht, dass nicht bei den richtigen Frequenzen tatsächlich die 136 Dezibel erreicht werden können. Natürlich kann das Smartphone nicht mit High-End Bluetooth-Boxen mithalten, die Tonqualität hat aber auf jeden Fall meine Erwartungen übertroffen. Selbst bei maximaler Lautstärke hat nichts übersteuert. Auch der riesige Akku ist eines der Verkaufsmerkmale des Smartphones. Es wird mit 2600 Stunden Standby-Zeit, 120 Stunden Telefonieren oder 30 Stunden Videowiedergabe geworben. Um dem gerecht werden zu können, ist ein 22.000 mAh Akku verbaut. Dass man sich das besser vorstellen kann,
habe ich hier mal zwei Vergleichswerte. Ein durchschnittliches Handy hat eine Kapazität von 3700 mAh und klassische Powerbanks oft auch nur 10.000 mAh. Und das Oukitel WP33 Pro kann man sogar als Powerbank benutzen. Bis zu 18 Watt kann dieses für Fast Charging zur Verfügung stellen. Mit dem mitgelieferten 33 Watt Netzteil gibt der Hersteller an, dass das Handy in 2 Stunden auf 50% und in 4 Stunden. Selbst konnte ich das noch nicht überprüfen, da ich das Handy erst seit 3 Wochen besitze. In dieser Zeit hatte ich es zwar durchgehend angeschaltet und oft zum Testen benutzt, allerdings hat es in den 3 Wochen nur unschlagbare 40% Akku verloren. Zuletzt kommt mit großem Akku auch großes Gewicht. Das hat zur Folge, dass das Handy nicht nur sehr dick ist, sondern auch satte 580 Gramm auf die Waage bringt. Das letzte große Verkaufsargument des Smartphones ist seine Robustheit. Das Gerät spricht den Standards IP68, IP69K und MIL-STD 810H. Zusammengefasst heißt das, dass das Handy staubdicht ist und dauerhaftes Untertauchen in Wasser aushalten sollte. Weiter soll es Stürze gut verkraften. Der Hersteller gibt hier an, Höhen bis 1,5 Meter getestet zu haben. Die Arbeitstemperatur sollte zwischen minus 20 und plus 55 Grad Celsius liegen, während für die Lagerung minus 40 bis plus 70 Grad Celsius passen sollten. Als mich Oukitel darauf aufmerksam gemacht hat, dass man das Handy sogar als Hammer benutzen könne, konnte ich es natürlich nicht lassen und ich musste es probieren. Wie zu sehen, hat das tatsächlich funktioniert, ohne dass man am Smartphone auch nur eine kleine Spur davon sieht. Es ist also tatsächlich sehr robust. Als letzten Punkt will ich noch einen kurzen Blick auf das Display werfen. Dieses ist ein LCD-Display mit einer Auflösung von 1080 auf 2048 Pixeln. Mit seinen 90 Hz erlaubt es zusammen mit einem guten Prozessor eine flüssige Wiedergabe von Videos und Spielen. Ich habe an der Stelle mal PUBG Mobile gestartet und hatte hier keinerlei Performance-Probleme, obwohl ich parallel den Bildschirm aufgenommen habe. Zuletzt sind die Ecken des Displays abgerundet, was zwar einerseits gut aussieht, andererseits ist allerdings die Software noch nicht darauf optimiert. So ist zum Beispiel die Uhrzeit oben links etwas abgeschnitten, was sich aber über ein Software-Update leicht vom Hersteller beheben lässt. Zum Thema Softwareprobleme, die sich leicht beheben lassen, ist mir auch noch die deutsche Übersetzung aufgefallen. Diese ist leider noch relativ schlecht, weshalb ich das Smartphone auf Englisch gestellt habe. Als Fazit kann ich sagen, dass das Oukitel WP33 Pro ein gutes Smartphone ist. Es gibt definitiv ein paar Abstriche, wie zum Beispiel einen Fingerabdrucksensor, der eher unzuverlässig funktioniert, eine mittelmäßige Kamera, einige Softwareprobleme sowie das Gewicht. Allerdings muss man dazu sagen, dass man das Ganze auch aus der Perspektive der Zielgruppe dieses Smartphones betrachten muss. Diese Zielgruppe liegt eher im Bereich Werkstatt, Outdoor und andere Anwendungen, wo man einen großen Akku braucht. Und hier kann das Gerät punkten. Speziell für den Outdoor-Bereich ist die Nachtsichtfunktion und der riesige Akku besonders interessant. Im Bereich Werkstatt punktet das Smartphone mit einem Lautsprecher, der sich hören lassen kann und einer programmierbaren Taste, die man auch mit Handschuhen leicht erreichen kann. Der Preis ist mit etwa 340 Euro, wie ich finde, für das, was das Smartphone zu bieten hat, auch angemessen. Den Link zur Website findet ihr natürlich in der Beschreibung. Wegen seiner Kamera würde ich das Handy nicht kaufen. Für die entsprechende Zielgruppe ist es aber sicher eine sehr gute Wahl. Das muss hier jeder für sich entscheiden. Jetzt seid ihr dran. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von diesem etwas anderen Smartphone haltet und wofür ihr es einsetzen würdet. Und lasst mir gerne ein Abo da, um keine spannenden Technikvideos mehr zu verpassen.